das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen. Ich erkunde das Bodetal. Zu Fuß, mit Pfeil und Bogen Davon möchte ich nicht getroffen werden, weder als Vogel noch so. Nee. und vor richtig schöner Kulisse. Da würde ich, glaube ich, immer meinen Einsatz verpassen, weil ich mir hier die Gegend angucke. Mystik, Mittelalter und mega Aussicht. Schön hier, oder? Ich bin hier in Treseburg, das ist gar nicht weit weg von Thale und hier starte ich gleich meine Wanderung. Die geht durchs Bodetal und ich bin schon richtig gespannt. Und wenn man das hier schon schön findet, ich habe so im Gefühl, das kann nur noch besser werden. Und das wird es auch. Es wird wild, es wird anstrengend und wortwörtlich sagenhaft. Und hier ist schon ordentlich was los. Ich war jetzt schon in der Touristinfo Thale und ich habe mir meinen Wanderführer und meine Wanderkarte geholt. Und damit wäre man auf jeden Fall auch bestens ausgestattet, alleine loszugehen. Aber das muss ich ja gar nicht, weil ich hier eine Gruppe habe von Leuten, die sich auskennen. Und wir gehen jetzt einfach mal los. Mir nach! Wir wandern ein Stück auf dem Harzer Hexenstieg, immer entlang der Bode von Treseburg nach Thale. Mit dabei sind unter anderem Jeanette und Katrin und die sind richtige Wanderprofis. Warum laufen wir denn jetzt den Weg quasi falsch rum? Also wir laufen, theoretisch kann man sagen, den Weg richtig rum. Weil wir gehen in das Tal rein. Wir gehen den Felsen entgegen. Wenn man in Thale startet, dreht man sich immer um. Weil man die Felsen im Rücken hat. Und so hast du die Schönheit des Tals dann vor dir und kommst drauf zu. Schön. Genau, das Tal baut sich jetzt schön auf und man hat die schönsten Sachen zum Schluss. Also ich finde es auch hier am Anfang schon schön. Man kann sogar ans Wasser, allerdings muss man dafür über Stock und Stein. Oh, also wenn ich das vor der Haustür hätte, ich könnte mich nicht beherrschen, ich müsste, glaube ich, jeden Tag wandern. Was fasziniert euch denn eigentlich so an der Gegend hier? Ja, es ist so die Kombi, würde ich sagen, aus Wasser, Bode, dann der sagenhafte Hintergrund mit unseren Hexen, die Felsen, die Natur. Das Mythische, ne? Kann man Ja, so sagen. das Mythische, genau. Weißt du, wie geil das aussieht, wenn du nach vorne kommst, wenn nachher die Wolken, eventuell oben Ja. der Nebel im Tal drin ist und nach oben siehst du die Berge noch, nach unten siehst du und dazwischen. Hammer. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass das hier eine Gegend ist, da gibt es aus dem Grund viele Sagen und viele Mythen. So, wenn man hier langläuft, man merkt das Ja, schon so, genau. ja, doch, das ergibt Sinn hier. Ja, auf jeden Fall. In den Sagen treiben sich hier Hexen, Riesen und der Teufel rum. Aber nicht nur die. Was macht er da unten denn gerade? Ja, er fischt Forellen. Die Bode ist bekannt für ganz, ganz viele Forellen. Oben in Altenbrak ist ja dann auch die Aufzuchtsanlage, Forellenfischen und so weiter. Ja, und das sieht danach aus, dass er da jetzt auf Forellen wartet. Und ich habe gehört, Fliegen kann man hier auch fischen. Ja, mit den Fliegen kann man fischen. Okay. So rum. Weiter geht's. Hier im Harz gibt es 222 Stempelstellen der Harzer Wandernadel. Die sammelt man in einem Heft. Und wenn ich alle voll habe, was passiert dann? Dann bist du Wanderkaiser. In. Wanderkaiserin. Schön. Ja, ich habe kein Heft mit. Naja, egal. Und damit habe ich mich selber als Wanderanfängerin abgestempelt. Und jetzt eine Pause. Für wen ist denn die Wanderstrecke hier geeignet, alterstechnisch? Man darf es nicht unterschätzen. Es ist die Strecke, du kommst zwischendurch auch eigentlich nicht wirklich raus, wenn du in Treseburg losgehst. 10 Kilometer also 8 Kilometer bis Gasthaus Königsruhe. Es gibt wenige Möglichkeiten, entweder du musst durchgehen oder gehst einmal wieder zurück. Ich würde auch sagen, er ist als mittelschwerer Wanderweg eingestuft. Es ist nicht so leicht, wie manche denken. Also man sollte es nicht unterschätzen. Also Flipflops besser nicht. Auf keinen Fall. Was war denn eure spannendste, aufregendste oder schönste Wanderung, die ihr bisher gemacht habt? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Weiter geht's. Ran an die Höhenmeter. Immer gut aufpassen, wo man hintritt, denn langsam wird der Weg steinig und schwer. Und die Aussicht hier könnte man auf eine Postkarte drucken. Die Bode hat sich hier tief in die Felsen gegraben. Auch deshalb heißt die Gegend Grand Canyon des Harzes. Und da unten brodelt es gewaltig im Bodekessel.
Wow, richtig toll. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, das ist schon gewaltig. Also man sagt ja nicht umsonst, das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen. Also ich glaube, da hat man nicht zu viel versprochen, ne? Ja. Und dann ist die Wanderung auch schon fast geschafft. Wenn ihr die Strecke so rumlauft wie wir, dann habt ihr am Ende noch die Möglichkeit, euch hier ein wenig zu stärken. Wir haben es geschafft, 8 Kilometer durchs Bodetal. Es war wirklich sehr schön. Die Natur, die Landschaft ist einfach herrlich. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es geht auf jeden Fall auf die Oberschenkel. Es hat Spaß gemacht. Holt euch einen Reiseführer, holt euch die Karte oder einfach eine coole Truppe und dann macht es auf jeden Fall auch. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Vielen Dank euch! Aus dem Bodetal mache ich eine Zeitreise ins Mittelalter. Und ihr könnt es auch ausprobieren. Etwas ganz Neues, Altes. Hier kommt jetzt gleich ein wenig Robin Hood-Feeling auf. Ich bin hier im Kloster Wendhusen und hier werde ich gleich Bogenschießen. Aber bevor ich Bogenschieße, muss ich mir erstmal meine eigenen Pfeile selber herstellen. Das wird spannend. Und das mache ich zusammen mit Arina Behrens von der Nordharzer Altertumsgesellschaft. Ja, wir bauen heute uns einen traditionellen Holzpfeil mit einer Übungsspitze. Das heißt, die ist zwar auch schon spitz, da kann auch schon viel passieren, aber die richtet nicht ganz so viel Schaden an. Und man kriegt sie ein bisschen leichter aus dem Ziel wieder raus. Gut, sehr gut. Das ist auch ganz wichtig. Selber schnitzen muss ich zum Glück nicht, nur anspitzen. Das erinnert an die Schulzeit, Ja, das erinnert wirklich sehr an die Schulzeit, ja. Wie im Werkunterricht, jetzt wird geklebt. Denn damit später beim Schießen der Pfeil auf der Sehne nicht verrutscht, kommt jetzt noch der sogenannte Nock drauf. Wo kommt denn die Begeisterung her bei dir für das ganze Wissen über Pfeile und über das Mittelalter überhaupt? Nun, ich bin in Quedlinburg in einer Mittelalterstadt aufgewachsen. Ich habe das also wirklich von klein auf quasi mitgekriegt. Ja, meine Begeisterung fürs Bogenschießen habe ich vor etwa mittlerweile 8 Jahren, würde ich sagen, gefunden und bin dann auch relativ schnell zum Bogenschießen übergegangen, da ich ganz viele Pferde habe und reite und habe also meine beiden Lieblingssportarten sozusagen miteinander verbunden. Ja, und so bin ich dann irgendwann auch hier gelandet. Ganz wichtig, was fliegen soll, braucht Federn. Deine Federn habe ich dir vorbereitet. Die sehen etwa so aus. Auch die können wir also wirklich selber zuschneiden. Da gibt es verschiedene Formen. Das hat dann Einfluss darauf, wie dein Pfeil eigentlich fliegt. Also, erstmal kommt die Feder hier rein. Schön bündig überall. Der Sekundenkleber ist zwar historisch nicht ganz korrekt, aber dafür schneller. Du müsstest sie eigentlich wickeln. Ach, gewickelt. Du wickelst sie also mit einem Faden fest oder in manchen Kulturen gab es das schon, dass man sie mit Birkenpech angeklebt hat. Das ganze Fachwissen hat Arina übrigens durch ihr Archäologiestudium. Sie gibt mir jetzt Nachhilfe in puncto Pfeilspitzen. Wir haben hier einen Pfeil mit einer, ja, sagen wir, sichelförmig gebogenen Spitze. Der ist für die Vogeljagd gedacht. Stell dir vor, du hast so eine ganz normale, dünne Spitze und schießt auf den Vogel. Ja. Mit wirklich viel Geschwindigkeit, viel Kraft, da ist von deinem Vogel nicht viel über. Da ist dein Vogel wahrscheinlich Matschepampe hinten an den Federn. Wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja von dem Vogel hinterher noch was haben, egal ob wir ihn essen wollen oder die Federn verwenden wollen. Das heißt, wir nehmen so eine Spitze, die trifft deinen Vogel, holt den vom Baum runter oder auch vom Himmel, aber lässt ihn ganz. Ja? Dann kannst du den Vogel also hinterher verwenden, für welchen Zweck auch immer. Einmal anfassen. Na klar, du darfst gerne mal fühlen. Achtung, ist spitz. Es ist nicht nur spitz, es ist auch scharf. Uiuiui, ja, davon möchte ich nicht getroffen werden, weder als Vogel noch so. Nee, ich glaube auch. Na, was glaubt ihr, wofür der gut ist? Das ist ein Brandpfeil. Da kommt also der Brandsatz rein. Der brennt nicht mehr, wenn er fliegt, aber er glüht und wenn er also das Ziel trifft, dann entflammt er das Ziel. Genau, hauptsächlich eingesetzt natürlich im Krieg. Und mein Pfeil ist auch fast fertig. Nur noch Garn drum und dann heißt es... Der Pfeil ist fertig. Ich habe jetzt aber Lust, schießen zu gehen, aber irgendwie fehlt da noch was, und zwar das richtige Outfit. Aber da können wir was machen, oder? Auf jeden Fall. Na dann, ich folge dir. Das Kloster ist mit 1200 Jahren übrigens das älteste in ganz Sachsen-Anhalt. So, ich bin jetzt eingekleidet in mittelalterlicher Tracht. Historisch korrekt bis auf die Schuhe. Und zum Schießen werde ich das wahrscheinlich gleich
ausziehen Genau, müssen. da Ne? ziehst du den Umhang einfach aus, den legst du ab, dann hast du ein bisschen mehr Armfreiheit und hast am Anfang nicht das Problem, dass du dich verhedderst. So, und jetzt zeig mir gerne mal, wie man Genau, schießt. dann lass uns mal darüber gehen. Arina hat für mich schon den passenden Bogen ausgesucht. So, die Technik an sich ist ganz einfach. Du knockst deinen Pfeil an, der Zeigefinger geht drüber, Mittelfinger, Ringfinger drunter. Genau, und von der Bewegung dann, du stellst dich ungefähr schulterbreit auf. Genau, und dann ziehst du einfach von unten mit dem ganzen Körper auf. Angenockt wird im Mundwinkel und dann lässt du hier bloß los und machst mit den Fingern auf. Genau, so, der ist für dich. Stell dich gerne erstmal auf, da hast du deine Zielscheibe. Genau, etwas schulterbreit. Wir üben erstmal die Bewegung an sich. Du hast hier noch eine kleine Hilfestellung, nämlich einen Knockpunkt. Da geht dein Pfeil also hier drunter. Da hast du eine Orientierungshilfe und du hast noch eine Pfeilauflage. Da kommt dein Pfeil rein. Du brauchst den also nicht wie ich gerade auf die Hand legen. Genau. Von der Bewegung her hast du gerade gesehen, von unten aufziehen, nach oben. Genau. Und jetzt vorsichtig mit der Sehne wieder nach vorne gehen. Nicht loslassen. Genau, erstmal um die Bewegung zu üben. Ruhig 1-2 Mal noch, damit du so ein bisschen die Bewegung hast. Also ich merke jetzt schon, es ist ein bisschen anstrengend für den Arm, der hält. Noch nicht so sehr lustigerweise für den, der zieht, aber das kann sich ja noch ändern. Das ist tatsächlich wirklich so. Ja? Eigentlich hast du die Belastung mehr auf dem linken Arm, weil da musst du die Stabilität halten. Dann übergebe ich dir doch erstmal deinen selbstgebauten Pfeil. Gut. Genau. Auf geht's. Mal sehen, wie weit ich daneben schieße. Sehr schön. Da merkt man richtig, wenn man zieht, wie viel Schmackes dahinter ist. Richtig. Und wenn ihr das auch ausprobieren wollt, das geht immer samstags 14 Uhr ab 8 € die Stunde. Ja, Bogenschießen hier im Kloster Wendhusen ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Es ist wie eine kleine Zeitreise, sowohl von der Optik her als auch von der Tätigkeit her. Und das Bogenschießen an sich ist auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, für jeden und für jede machbar. Es braucht nicht viel Kraft, es braucht ein bisschen Konzentration, ein bisschen Übung. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Infos. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, ich übe noch mal. Vielleicht Sehr treffe gerne. ich heute doch noch mal in die Übung Mitte. macht den Meister. Genau, mal sehen, wie viel Übung ich noch brauche. Und nein, ich habe nicht nochmal getroffen. Naja, man muss auch mal loslassen können. Mit der Seilbahn geht es jetzt hoch auf den Hexentanzplatz. Man wird hier freudig winkend begrüßt im Hexendorf. Hier gibt's auch Zaubertränke. Und dann geht's ab ins komplett neu gebaute Bergtheater, die Freilichtbühne mit Weitblick. Hier bin ich bei der Premiere von Walpurga, das Musical, mit dabei. Und er hier hat's geschrieben. Enrico Scheffler. Wir haben Walpurga, die eben auf dem Scheiterhaufen am Anfang verbrannt wird und dann aber erst zu der Hexe wird, die ihre Kräfte entwickelt und zum Hexentanzplatz eben sich hingezogen fühlt und dort dann ihre Kräfte wirklich erst einsetzen kann. Ja, dann die Walpurgisnacht kennenlernt, ihre Gegnerin kennenlernt und die dann aber parallel immer vom Hexenjäger, der dann wieder aus der Realität kommt, quasi verfolgt wird bis zum Hexentanzplatz, wo es dann später zum Showdown kommt. Enrico nimmt mich mit hinter die Kulissen. Solche Führungen soll es übrigens demnächst für alle geben. Das ist dann hier so der Eingang in den Backstage-Bereich. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein, bitteschön. Danke. Such dir ein Kostüm aus. Kannst du was empfehlen? Ja, Mut zur Farbe. So die schönen, Dunkel, lila, die schwarz. schönen Ist das mystischen. meine Farbe? Ja, das ist doch mega. Da würde ich, glaube ich, immer meinen Einsatz verpassen, weil ich mir hier die Gegend angucke. Gab's auch schon. Wirklich? Ja. Sag mal, wie fühlt sich das denn für dich an? Jetzt, du hast es geschrieben, du hast es dir überlegt auf dem Papier. Wie fühlt sich das denn an, dass das jetzt alles so zum Leben erweckt wird? Das ist genau das, was mich so, was ich noch gar nicht richtig greifen kann. Dass das eben so, ja, ich habe es auf dem Papier, genau wie du sagst. Das war für mich beim Casting war das so besonders, als wir wirklich das erste Mal Menschen hatten, die das gelernt haben, die das gesungen haben, die das gesprochen haben, die dann plötzlich das konnten. Und ich das zum ersten Mal mit anderen Menschen gesehen und gehört habe. Und jetzt noch mit der Optik dazu, mit dem Licht und mit dem... Ich kann es nicht beschreiben. Das ist ein ganz krasser Moment so irgendwie. An alle, gegenüber der Maske findet ihr einen Zettel für die Aftershow-Party. Da bitte eintragen, wer kommen möchte. Danke. Das ist Charlie, 16 Jahre alt und sein Reich ist hier neben der Bühne.
Er ist schon seit 8 Jahren vor und hinter den Kulissen mit dabei. Wie gefällt's dir? Mega, also ist ja jetzt Generalprobe, wird jetzt ein bisschen ernster alles mit den ganzen Aufgaben, die Kommunikation, für alle halt da sein, für alle die Fragen beantworten, eigentlich die Schnittstelle zwischen oben, Regie und unten den Leuten. Und für die Zukunft, was ist so dein Plan Richtung Hollywood? Das weiß ich noch nicht. Ich probiere erstmal, wie ich jetzt hier rüberkomme und dann muss ich gucken, wie es dann mit der Schule läuft und dann werde ich entscheiden, in welche Richtung ich gehe. So, ich setze mich jetzt hier hin und warte schön auf den Rest des Publikums. Schätzt mal, wie viele Sitzplätze es hier gibt. Ich helfe euch. 1903 sind es, weil 1903 wurde dieses Open-Air-Theater erbaut. Und da kommt auch schon das Publikum und wird ganz harztypisch, na klar, von Hexen begrüßt. Die können wirklich toll singen. Ob Theater, Wandern oder Bogenschießen, wer es hier in Thale ein bisschen grusamer angehen lassen möchte, kann das hier auf jeden Fall tun. Für mich persönlich ist ein besonderer Pluspunkt die Aussicht und die Natur, beides sehr entschleunigend. Wer noch ein bisschen mehr übers Wandern lernen möchte, meine Kollegin Lisa war auch im Harz unterwegs. Und wer ein bisschen mehr Action braucht, der kann sich gerne meinen ersten Film anschauen aus Thale. Da war ich Klettern und Mountainbiken.